Wie trainiert man eigentlich Pedaltöne? Das hat Johann Sebastian Bach gefragt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Erstmal zur Definition. Wenn wir vom C1 nach unten spielen in die kleine Oktave, kommen wir zwangsläufig zum Fis bzw. enharmonisch verwechselt zum Ton Ges, also in der kleinen Oktave. Tiefer geht's nicht, das heißt, wenn ich jetzt die Ventile loslasse, kommt automatisch wieder das C1. Nach weiter unten geht's nicht. Jetzt kommt der Effekt, das heißt, ich spiele über dieses Fis bzw. Ges drüber und zwinge sozusagen meiner Trompete Töne auf, die sie gar nicht annehmen möchte. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Tönetreiben. Zur Erinnerung, wir spielen zum Beispiel das G, treiben den Ton einen Halbton tiefer, heißt, wir zwingen unserer Trompete auch diese Frequenz wieder auf und spielen zurück. Zur Kontrolle dann das Fis einmal gegriffen gespielt und dann haben wir sofort dieses akustische Feedback, hat es von der Intonation gepasst oder müssen wir noch weiter nach unten oder waren wir sogar schon über diesen Punkt drüber. Also Thema Töne treiben, hier oben gibt es die Verlinkung zu diesem Video. Jetzt, wenn wir in der tiefen Lage sind, trainieren wir anfänglich genau so. Das heißt, wir spielen nach unten zu unserem Fis und versuchen dann getrieben das F zu erreichen. Los geht's! Und somit kommen wir schon über dieses Fis drüber. Natürlich können wir auch tiefer spielen und dann haben wir gleich noch den größeren Effekt. Auch das einmal ausprobiert, also nicht bis zum F, sondern wir versuchen jetzt diesen Ton Fis, den wir erreicht haben, per Ventilen noch weiter nach unten gleiten zu lassen. Wichtig ist immer, dass wir nicht den Ansatz lockerer lassen, das heißt, unser Ansatz bleibt als Ansatzmaske stabil. Wir lassen die Lippen etwas lockerer, es wird auch nicht leiser, sondern wir halten diese Lautstärke, mit der wir das Fis erreicht haben, aufrecht und versuchen diese Lautstärke jetzt auf die nächsten getriebenen Töne zu übertragen. Los geht's! Und da sind wir wirklich richtig tief im Keller angekommen. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Übung und zwar nehme ich da immer gern die Dreiklänge zur Hilfe, und zwar zum Beispiel, wenn wir unseren ersten getriebenen Ton gerade eben genommen haben, also dieses F, nehmen wir doch den F-Dur-Dreiklang. Ich benutze immer gerne den letzten Griff, den ich tonal noch spielen konnte, also das A jetzt in dem F-Dur-Dreiklang, behalte den Griff bei und treibe jetzt den Ton nach unten, um eben das F zu erreichen. Los geht's! Jetzt greife ich das F aber unten mit 1 und 2. Ich möchte es aber gerne mit 1. Das heißt, jetzt zum Training, zum Üben, machen wir genau das gleiche nochmal. Spielen F mit 1, C mit 0, A mit 1, 2, treiben den Ton mit 1, 2 nach unten und halten den getriebenen Ton mit 1 und 2, lassen jetzt aber das mittlere Ventil los, halten die Spannung und haben somit den getriebenen Ton F auch auf dem ersten Ventil. Ich zeige es euch mal. Und jetzt kommt natürlich der letzte Schritt, das heißt, wir spielen diesen Dreiklang nach unten und erreichen dann das F auch mit dem ersten Ventil direkt. Und so gehe ich auch über die nächsten Dreiklänge vor. Das heißt, der nächste Dreiklang, der nach unten jetzt im Halbton-Schrittesystem nach unten käme, wäre natürlich der E-Dur-Dreiklang. Das heißt, ich habe die Töne E mit 1, 2, H in der kleinen Oktave mit 2, jetzt das Gis mit 2 und 3 und ich treibe nach unten zum Grundton E, wieder mit dem Griff 2, 3 anfänglich.
Und jetzt natürlich wieder der Wechsel zum Griff 1, 2, denn schließlich möchte ich das E natürlich genauso wie in der eingestrichenen Oktave auch in einer kleinen Oktave mit 1 und 2 spielen. Los geht's! Jetzt kommt S-Dur. Wieder mit Wechselgriff. Also direkt. Und da muss man natürlich schnell sein, wenn man nach oben spielen möchte wieder, denn die Luft geht richtig schnell raus aus der Lunge in dieser tiefen Lage. Also diese Lage kostet wirklich viel Luft, da fließt viel Luft durch unser Instrument, aber auf diese Art und Weise kann man die Pedaltöne trainieren. Also wir müssen über dieses kleine F hinüber, das funktioniert anhand vom Tönetreiben sehr gut. Das heißt, ich behalte den Griff bei und zwinge anhand von meinem Spiel der Trompete Frequenzen auf, diese ungern aufnehmen möchte. Jetzt spiele ich dreiklangsweise abwärts und nehme erstmal diesen Terzgriff, also der letzte Ton, bevor ich in den getriebenen Bereich gehe, den halte ich bei und später im zweiten Schritt wechsle ich den Griff dann eben von dem getriebenen Ton auf den eigentlichen Ton, wie zum Beispiel wir starten oben beim E, also nehme ich am Schluss den Grundton auch nicht mit 2, 3, welcher ja die Terz vom E-Dur-Dreiklang wäre, sondern nehme erstmal 2, 3 und wechsle dann mit gleichbleibender Frequenz auf 1 und 2. Und so arbeite ich mich vor, bis ich eben unten dann ankomme. Auch eine gute Übung zum Tönetreiben üben ist, ihr nehmt den Ton C1 und versucht jetzt den Ton nach unten fallen zu lassen. Ihr werdet gleich hören, welchen Ton man dort erreicht. Also eine richtige, lockere Angelegenheit, Pedaltöne zu trainieren. Man nimmt Töne, die man nach unten gleiten lässt, eben übers Tönetreiben und dann kann man das auch ganz gut trainieren. Um eine definitive Tonhöhe zu erreichen, empfehle ich immer das Stimmgerät auf jeden Fall parat zu stellen, damit man eben auch visuell wahrnehmen kann, welchen Ton hat man denn da gerade eben erreicht. Ist man schon so tief, hat man den Ton noch gar nicht erreicht und dann kann man eben sehr gut ablesen, auf welchem Level wir uns gerade aktuell befinden. Johann Sebastian Bach, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage mit diesem Video beantworten. Lass am Ende davon noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.